liebe Aquarellfreunde, heute geht es um die Darstellung von Wasser im Aquarell. Das Ganze verpackt in ein kleines maritimes Motiv, wie man es hier oben im Norden häufig zu sehen bekommt. Eine Aufgabe, die ich in meinen Workshops gerne stelle, ist, sich sein eigenes Bild aus verschiedenen Bausteinen zusammenzubauen. Hier sind es 2 Fotos, aus denen ich Bildelemente entnehme und zu einer eigenen Komposition zusammenfüge. Beide Fotos sind unter dem Video verlinkt. Probiert ruhig eigene Kompositionen aus. Hier im Skizzenbuch habe ich eine Variante schon umgesetzt, um zu sehen, ob meine Idee funktioniert. Hier nun meine Bleistiftskizze und jetzt geht's los. Ich starte mit lichter Ocker an der entfernten Berg- oder Waldkette und verblende diesen Farbauftrag mit Kobaltblau und Xylin. In die noch feuchte Farbe kommt mit relativ trockenem Pinsel eine Mischung aus Lavendelblau und Rot, um die Bergkette leicht im Dunst nur anzudeuten. Nun feuchte ich das Papier bis zum Horizont mit klarem Wasser an. Mit einer einzigen Pinselladung aus Kobaltblau und einer Spur Preußischblau ziehe ich die Farbe von unten nach oben über die feuchte Fläche. Die Farbe im Pinsel wird dabei immer weniger und dadurch wird mein Blau in der Entfernung immer blasser. Das sorgt für eine schöne Luftperspektive. Ganz wichtig ist, dass jetzt das Blatt gut durchtrocknet. Nun wird die Wasseroberfläche noch einmal mit klarem Wasser nass gemacht. Vorsichtig mit dem weichen Pinsel arbeiten, damit sich die Farbe nicht anlöst. Mit dem Flachpinsel werden wellenartige Pinselstriche aufs feuchte Papier gesetzt. Vorne dunkler und größer, hinten kleiner und heller. Mit einem weichen und ganz trockenen Hakepinsel wird nun in Wellenrichtung über das Blatt gefahren, um die Kanten ganz weich zu verblenden. Danach muss alles wieder trocknen. Nun male ich das Boot im Vordergrund. Hier ist, wie immer im Aquarell, wichtig, mit möglichst wenigen Pinselstrichen zu arbeiten. Frisch und locker soll es aussehen. Die Spiegelung setze ich gleich an den noch feuchten Bootsrumpf. Die Farbe dafür ist eine Mischung aus Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Ganz locker male ich jetzt das Innenleben des Bootes. Verschiedene Mischungen aus lichter Ocker, Sienna gebrannt und Ultramarinblau deuten die Werkzeuge der Fischer im Boot nur an. Ich schaue noch einmal auf mein Referenzfoto, um die Arm- und Kopfhaltung des Fischers gut hinzubekommen. Im Hintergrund deute ich ganz frei einige Boote an. Diese Wiederholung bringt Rhythmus ins Bild und gibt auch eine perspektivische Wirkung.
Der Steg hier links ist quasi der Mittelgrund meines Bildes. Hier möchte ich einen Nebenschauplatz kreieren, der sich etwas zurücknimmt, um den Fokus auf das Fischerboot rechts zu lenken. Ich arbeite hier also mit weniger scharfen Rändern und etwas weniger Kontrast als im Boot im Vordergrund. Hier auf dem Foto sehe ich ganz deutlich die Schatten auf dem Boot. Ich setze sie nun mit einer Mischung aus Ultramarin und Alizarin und weiche die Ränder mit klarem Wasser etwas auf. Wichtig ist, dass der Farbauftrag für die Schatten schön wässrig bleibt, aber auch genug Pigment im Pinsel ist, damit der Schatten nicht zu blass gerät. Da muss man die richtige Konsistenz der Farbe erwischen. Mit Lavendelblau setze ich die Schatten des Hemdes und mit Alizarin-Karmesin und Cadmiumrot die Schatten auf dem Arm und im Gesicht des Fischers. Ein paar mehr Details brauche ich hier vorne noch in meinem Boot. Auch die beiden Beobachter auf dem Steg werden jetzt noch ein wenig ausgearbeitet. Das kleine Boot bekommt noch ein dunkles Innenleben. Ich weiß nicht, ob man das hier Ölzeug oder Schürze nennt, jedenfalls muss noch etwas mehr gelbe Farbe hinein und in das Hemd etwas Titanweiß aus der Tube. Mit einem kleinen Flachpinsel kann ich noch kleine helle Wellenlinien aus der Spiegelung wieder herausheben und im Hintergrund noch einige ganz leichte Pinselstriche auf die Wasseroberfläche setzen.
Zu guter Letzt noch ein paar angedeutete Taue mit dem Linierpinsel. So, das war's für heute. Die Aquarellwerkstatt macht nun bis Anfang August Sommerpause. Dann geht's hier mit neuen Filmen im 14-tägigen Abstand weiter. Meine Kurse und Malreisen starten ja im August wieder und deshalb wird der Abstand neuer Filme hier auf YouTube etwas größer werden. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Workshop oder einer Malreise, das würde mich freuen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website www.lichtimbild.de. Nun wünsche ich euch einen schönen Sommer. Vergesst die Farben und die Skizzenbücher nicht, wo immer ihr seid.